Mein E-Bike, mein E-Auto, mein Solarcarport, also zumindest hätte ich das gerne. Du hast Bock auf einen Solarcarport, aber da kann man auch einiges leicht falsch machen. Also wie sieht jetzt wirklich eine clevere Installation aus und mit welchen Tipps und Tricks kannst du eigentlich richtig Geld sparen und vor allem, lohnt sich das für dich eigentlich? Jetzt gibt's alle Antworten. Bevor es losgeht, am besten jetzt noch schnell den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, was zu trinken holen, zurücklehnen und das Video genießen. Ach, und dann noch mal ein Like da lassen, wenn dir die Folge gefällt. Ein Solarcarport, also eine E-Tankstelle für zu Hause? Mega. Aber lohnt sich das? Kurz zur Einordnung. Ein Solarcarport ist im Grunde eine überdachte Parkfläche für Elektrofahrzeuge mit cleverem Twist. Denn neben dem Schutz vor der Witterung sind auf dem Dach Solarzellen verbaut, beziehungsweise besteht die Dachfläche aus Solarmodulen, mit denen dann Strom erzeugt werden kann. Das lohnt sich im Grunde für alle, die e-mobil unterwegs sind und den Platz und die Möglichkeiten haben, ein Carport mit Photovoltaik zu installieren. Deinen Elektrofuhrpark kannst du dann über eine Wallbox mit nachhaltig selbst erzeugter Sonnenenergie laden. Ein Solarcarport kann aber auch eine echte Alternative sein, um sauberen Strom zu produzieren, wenn dein Hausdach für die Solartechnik nicht geeignet ist. Zum Beispiel, wenn die Fläche zu klein ist, die Ausrichtung gen Norden geht oder Belange des Denkmalschutzes gegen eine Anlage sprechen. Oder noch besser, mit einem Solarcarport kannst du deine vorhandene Photovoltaikanlage noch vergrößern und so noch mehr nachhaltigen Strom selbst erzeugen. Apropos Autarkie, spannendes Thema, deshalb haben wir dazu auch ein Video gemacht. Das Video findest du nach dieser Folge in der Playlist oder nimmst die Abkürzung über die Infobox, wo wir den Link hinterlegt haben. Wie funktioniert ein Solarcarport? Die Solarmodule auf der Überdachung des Carports bestehen aus Photovoltaikzellen, die Sonnenlicht in elektrischen Strom umwandeln. Interessiert dich, was genau in einer Photovoltaikzelle passiert? Dann hinterlass uns doch gerne mal eine entsprechende Nachricht unten in den Kommentaren. Dann machen wir vielleicht auch dazu mal ein Video für dich. Ein wichtiges Bauteil in der Solarstromtechnologie ist übrigens der Wechselrichter. Er wandelt den erzeugten Gleichstrom, also DC, in Wechselstrom, also AC, um und macht ihn so für unseren Haushalt nutzbar. Elektrofahrzeuge wie E-Autos oder E-Bikes hingegen fahren mit Gleichstrom, der entweder direkt über eine Schnellladesäule geladen wird oder durch einen Wechselrichter im Fahrzeug selbst von AC in DC gewandelt wird. Wenn du also über ein Solarcarport für dein Elektroauto nachdenkst, dann könntest du dir theoretisch ja so eine DC-Wallbox installieren, aber zu empfehlen ist das aktuell noch nicht. Der Vorteil von DC-Wallboxen ist zwar, dass sie den Strom nicht umwandeln müssen und es einige gibt, die schneller als die AC-Wallboxen mit 11 oder 22 kW laden. Allerdings sind DC-Wallboxen noch um ein Vielfaches teurer als AC-Wallboxen. Insofern ist die Entscheidung für eine AC-Wallbox zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich absolut naheliegend. Übrigens, was das Thema Gleichstrom und Wechselstrom mit den verschiedenen Ladesteckern zu tun hat, erfährst du in diesem Video. Wie viel Quadratmeter Photovoltaik braucht man eigentlich für ein E-Auto? Eine gute Frage, die ich leider nicht pauschal beantworten kann, weil viel zu viele Faktoren zusammenkommen, die bei der Rechnung bedacht werden müssen, wie der Strombedarf des Elektrofahrzeugs, die Ausrichtung und Neigung der Dachfläche und die durchschnittliche Globalstrahlung in der Region. Aber vielleicht kann ich ja eine grobe Orientierung geben. Gehen wir mal von einem Elektroauto mit einem Verbrauch von 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometern aus, mit dem du 15.000 Kilometer im Jahr fährst. Das ergibt dann einen Gesamtverbrauch von etwa 2.250 Kilowattstunden. In diesem Beispiel bräuchtest du ein Carport mit einer Solarfläche von 15 Quadratmetern und 2,5 Kilowatt Peak. Allerdings ist diese Rechnung stark vereinfacht. Um das Elektroauto komplett mit dem aus der PV-Anlage erzeugten Strom zu laden, müsstest du jede über die PV-Anlage erzeugte Kilowattstunde auch ins Fahrzeug laden. Darüber hinaus müsste es immer tagsüber an die Wallbox angeschlossen werden. Das Beispiel soll aber auch nur eine grobe Orientierung geben. Wenn du ein Solarcarport planst oder aufrüsten möchtest, ist ja beides möglich, solltest du deinen Strombedarf im besten Fall von einem Profi genau durchrechnen lassen. Es ist auch ratsam, einen kleinen Puffer nach oben einzuplanen, und auch einen Speicher, um zukunftsorientiert möglichst viel Strom selbst erzeugen und auch speichern zu können. Was kostet ein Solarcarport?
Über den Daumen gepeilt kannst du für ein Solarcarport je nach Bedarf und Anspruch zwischen 4.000 und 25.000 Euro oder sogar noch mehr ausgeben. Und das klingt aber erstmal ganz schön teuer, ne? Aber letztlich amortisiert sich die Anlage in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Und das Beste, Photovoltaik wird aktuell staatlich gefördert. Zum Thema Förderung haben wir übrigens ein eigenes Video gemacht. Den Link gibt's in der Infobox. Die großen Preisunterschiede für Solarcarports ergeben sich hauptsächlich aus deinem persönlichen Anspruch. Also wie das Carport am Ende aussehen soll, egal ob Holz, Metall oder Kunststoffe. Dank dieser breiten Produktpalette kannst du dir von einfach bis luxuriös ganz individuell deine persönliche Ladelösung für zu Hause gestalten. Mit dem Stichwort Solarcarport kaufen findest du online eine Vielzahl an Angeboten zu ganz unterschiedlichen Preisen. Ich habe mich auch mal im Netz umgesehen und das günstigste Angebot, das ich bei meiner Recherche gefunden habe, liegt bei etwa 4.000 Euro für ein freistehendes, schlichtes Alugestell Solarcarport mit 12 Solarmodulen. Samt Wallbox und Schaltschrank, in dem sich ein Wechselrichter und ein Batteriespeicher mit 40 Kilowattstunden Bruttokapazität befindet, erhöht sich das Angebot für die Technik um 10.000 bis 20.000 Euro, je nach Batterietechnologie. Übrigens, die Bruttokapazität eines Batteriespeichers gibt an, wie viel Maximalleistung gespeichert werden kann und die Nettokapazität, wie viel Kilowattstunden tatsächlich zur Verfügung stehen. Die Differenz wird mechanisch geschützt, um eine Tiefentladung zu vermeiden, damit die Batterie nicht belastet wird. Zur Größenordnung eines Batteriespeichers gibt es eine Faustregel, die sich laut Verbraucherzentrale bewährt hat. Pro 1000 Kilowattstunden Jahresverbrauch sollte 1 Kilowattstunde Speicher bedacht werden. Hier mal ein Beispiel zur Größenordnung einer Batterie. Ein Elektroauto verbraucht durchschnittlich etwa 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Mit der Nettokapazität von etwa 30 Kilowattstunden eines Batteriespeichers könntest du also ca. 200 Kilometer elektrisch fahren. Je höher der Verbrauch des E-Autos, desto geringer natürlich dann die Reichweite. Statt neu kaufen kannst du ein vorhandenes Carport auch mit Solar nachrüsten. Die Kosten starten bei etwa 10.000 Euro und variieren je nach Anbieter, Strombedarf und Größe der Anlage. Beim Nachrüsten eines vorhandenen Carports solltest du bei der Planung aber Folgendes im Blick haben. Erstens ist die Tragfähigkeit des Carports statisch überhaupt ausreichend. Zweitens ist die Dachfläche groß genug, um genügend Energie zu produzieren. Drittens ist die Ausrichtung der Dachfläche optimal, dass auch genügend Sonneneinstrahlung ankommt. Und viertens ist der Standort gut gewählt, dass also Verschattungen durch Bäume den Ertrag nicht so stark mindern. Mein Fazit? Mein Fazit schließe ich mit der Eingangsfrage. Solarcarport, lohnt sich das? Ich finde, ob Neubau oder nachgerüstet, ein Solarcarport bietet auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Es schützt dein Auto vor Witterungseinflüssen und erzeugt gleichzeitig saubere Energie, die du dank Wechselrichter im Haushalt nutzen kannst oder über eine Wallbox dein Elektroauto laden kannst. Ein Solarcarport lohnt sich vor allem für diejenigen unter uns, die auf erneuerbare Energien setzen und ihr Leben autarker gestalten wollen. Mit einer Photovoltaikanlage erreichst du mehr Unabhängigkeit von instabilen Strompreisen und lieferst gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Klimaschutz. Ich finde das Thema immer wieder spannend und hoffe, dir hat's genauso gefallen. Wenn ja, lass doch gerne mal einen Daumen nach oben da, drück auch den Abo-Knopf und aktiviere noch die Glocke, dann verpasst du keine neue Folge mehr und wir sehen uns schon in der nächsten wieder. Bis dann. Ein Solarcarport, Solarcarport. Oh, da sitzt der Schmerz noch. Too soon. Wenn du also über ein Solarcarport... Eine super Frage, die ich da gerade gestellt habe.